boundless sky, the voyage carries on. The dragons of the north, history and told. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Boxsaga Weiberstammtisch. Heute habe ich die liebe Tyra im Gespräch. Schön, dass du da bist, Tyra. Hallo, schön. Ich freue mich. Ja, Tyra kommt gebürtig aus Finnland, ist in der Gegend Uudenmaan aufgewachsen. Und jetzt wird mich interessieren, wie du zur Boxsaga gefunden hast. Ja, genau, das war 2020. Habe ich mit Ahnenforschung angefangen und habe dabei echt viele interessante Sachen entdeckt, die ich nicht wusste. Es war sowas wie verloren gegangenes Wissen halt. Ne? Zum Beispiel, dass meine Urgroßmutter aus Karelien stammt und sie war eine Runensängerin. Das ist indigene Musik Finnlands. Und in der Vergangenheit war es halt üblich, dass man die Erzählungen in Gesangsform ermittelt wurden. Also die alten Geschichten würden von Generation über Generation überliefert durch Singen. Es gibt ja diese Kalevala-Epos, die besteht aus, ich glaube, über 22.000 Versen, die in 50 Gesängen vorgestellt werden. Und es war ja notwendig, die mündlich überlieferte Dichtung leicht erinnerbar zu machen. Also wurden diese Runen halt mit ganz einfachen pentatonischen Melodien gesungen, begleitet von Kantele, eine Zither. Und die Geschichte leicht einprägsam zu machen, wurden halt verschiedene Techniken eingesetzt, wie zum Beispiel Metaphern, Alliterationen. Das heißt, zwei oder mehr Wörter eines Verses begannen mit demselben Laut. Ein Beispiel zum Beispiel Vaka vanha Väinämöinen, das heißt der alte und weise Väinämöinen. Zudem würde Parallelismus verwendet, bei dem der Inhalt eines vorhergehenden Verses in folgenden Vers mit anderen Worten wiederholt wird. Und ja, man verwendete ein besonderes Versmaß, von dem man annimmt, dass es über 2000 Jahre alt ist. Und dann gibt es noch die Klagelieder, wo man dann halt so heult, bei denen die Stimme mehrfach und wiederholt auf einen hohen Ton beginnt und bis zum Grundton abfällt. Und die würden halt bei Beerdigungen, Hochzeiten, Kriegsfall gesungen. Und früher ging es um jemanden beim Übertritt in die neue Welt zu helfen, ins Jenseits, eine neue Familie oder aufs Kriegsfeld. Ja, es war halt auch so eine Art kollektive Traumaarbeit. Ne? Man hat zusammen geweint. Es war alles sehr gemeinschaftlich so. Ja, und diese alle Entdeckungen, die ich gemacht habe, ne, haben was mit mir gemacht, innerlich. Ja, und dann habe ich mir auch so eine Kantele gekauft und habe angefangen, Gedichten zu schreiben. Und dann habe ich noch eine Fantasy-Geschichte geschrieben. Es ist ein Zeitreiseroman in eine Welt voller Mythen und Magie. Und in dem Mittelpunkt steht eine junge Frau, die durch eine DNA-Manipulation die Fähigkeit erlangt, sich in einen Schwan zu verwandeln und durch die Zeit zu fliegen, quasi. Und es geht ins Jahr 1918 nach Finnland. Spannend. Ja, ja, und da ist auch diese Liebe dabei. Also begleitet wird sie durch einen sehr mysteriösen Mann. Und es geht dann halt in die Suomelina-Insel.
die 7 Inseln von Hell, die man sie auch mit Boxsager kennt, ne? Mhm. Die spielen da auch eine große Rolle. Und da kommt jetzt der Punkt, wie ich dann zu Boxsager gekommen bin. Und das war dann durch die Recherchearbeit, die ich dann gemacht habe, über die Insel. Und dann, so bin ich dann halt zu Boxsager Ah, und gefunden. du hast dann praktisch ihr Bock entdeckt, der da Ja, sein genau. 18. Jahrhundert-Programm immer gemacht hat. Ja, 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 sehr interessant, ne? Ah, ja, spannend. Und dann Ja. hast du vorher von der Boxsaga noch gar nie was gehört in Finnland. Nee, also gar nicht so, ne? Überhaupt nicht, ne? Also Ja, das war dann erst hier in Deutschland, ne? Ist interessant, ne? ja, das ist spannend. Ja. Also, wo du das dann gewusst hast, mit der Boxsaga, hast du dann irgendwie andere Leute in deiner Umgebung irgendwie gefragt, ob die darüber was wissen oder ist das da so totgeschwiegen da oben? Nee, also da redet man überhaupt gar nicht so über Boxsager, ne? Hm. So wie ich jetzt mitbekommen habe. Aber ich denke, wenn man sucht, dann findet man schon, ne? Hm. Ja, es ist ja auch die Zeit. Es kommt ganz viel an die Oberfläche und zum Vorschein. Ja, genau, ne? Ja, ja du lebst ja in Deutschland und hast praktisch beide Kulturen erlebt. Sind dir irgendwelche Unterschiede aufgefallen, so bei der Mentalität oder bei der Kultur, so Finnland, Deutschland? Ja. ähm, naja, die Finnen sind auf jeden Fall ruhiger, würde ich sagen. Mhm. Und wir schweigen sehr oft. Und ich sage dann auch immer zu den Leuten, ja, macht euch keine Sorgen, wenn ich mal 2 Minuten nichts sage. Es bedeutet nichts Schlimmes, ich bin nicht bockig oder so. Ja, es ist völlig normal zu schweigen. Es Mhm. ist irgendwie nicht unhöflich oder unangenehm. Ne? Und ja, Ja, also ja, das ist auch was, was mir aufgefallen ist. ja, Dass die Finnen eher schweigsam sind, aber also jeder ist offen und unterhält sich gern, wenn man anspricht. ja, ja, Ja. genau. Es sind so kleine Unterschiede, ne? Aber im Grunde haben wir gleich denselben Ursprung, ne? Und nur unterschiedliche Eigenheiten halt. Ja, ja wo du dann die Boxsaga entdeckt hast, was hat dich da am meisten fasziniert? Ja, also die Vorstellung, dass es sowas Uraltes mündlich Überliefertes von Anfang der Zeit gibt, ne? Mhm. Aber es ist ja gar nicht so unmöglich, ne? Wenn man so denkt. Also wenn ich jetzt so meine Urgroßmutter denke und so, äh, durch dieses Singen, diese Lieder und so. Ja, es ist gar nicht so unmöglich, dass es sowas gibt. Mhm. Und, und das Weltbild der Menschen hat mich auch fasziniert, wie es in der Boxsaga beschrieben wird äh, und wie ich es auch wahrnehme. Ähm, zeigt es mir, dass die Menschen früher sehr stark mit der Natur verbunden waren, auch im Einklang mit der Natur, Mhm. Naturzyklen und dass sie auch Wissen verfügten, das in unserer heutigen Gesellschaft allgemein verloren gegangen ist. Ne? Mhm. So ein kosmologisches Wissen, wie alles miteinander wirkt. Zum Beispiel wussten die Menschen früher, ja, wie man mit den Sternen navigiert und die Zeit liest. Und dann kannten sie den Einfluss von Sonne, Mond, Planeten, Mhm. wie das auf Mensch und Natur wirkt. Und dann, ja, dann wussten sie auch, wann man genau welches Getreide säen und ernten muss und könnten Wetter vorhersagen, ganz ohne Handy-Apps und Nachrichten.
Ja, Und sie haben nur im Einklang mit der Natur gelebt. ja, genau. Ne? Und, Und das ist und, ja und bei uns mittlerweile völlig verloren gegangen. ja, Auch, leider. auch überhaupt, wenn man überlegt, damals wurde alles mündlich übertragen, somit auch Wissen. Wir haben unser Wissen eigentlich von einem anderen Menschen bekommen. Und durch die ganze Verschriftlichung ist eigentlich die mündliche Überlieferung auf der Strecke geblieben. Ne? Genau. Genau, wenn man diese Verbundenheit spürt, ist alles im Gleichgewicht, ne? Mhm. Und, und, ähm, und wir sind eigentlich hier auf dem Planeten eine Einheit, ne? Aber Ja. jeder von uns ist einzigartig, ne? Also Iyobok hat ja auch erzählt, dass früher, also jeder von uns hatte seinen eigenen Stern und wir könnten uns in Sternen sehen, ne? Der Stern von unserer Oma, unserer Schwester und so. Ähm, und wenn man dann ein Kind bekommen hat, die erste Tochter oder erste Sohn, haben die auch einen Stern bekommen. Mhm. Ja, Ja, man hat in den Himmel geschaut und hat seine Familie gesehen. genau, ja. Ja, ja, schön. Wie hast du die Box-Saga als Frau empfunden? Mm, genau, also die Saga, die ist wirklich so, die aufrüttelt die festgefahrenen Glaubensmuster, ne? Und die regt zum Nachdenken an. Und gleichzeitig ist es eine Inspiration. Mhm. Also diese Weltbild ist wirklich komplett anders als heutzutage Mainstream ist. Was ich sehr interessant finde. Und die Boxsaga erzählt auch, dass die kulturellen Normen oft als Schicksal oder Bestimmung gesehen haben. Mhm. Also, also jetzt zum Beispiel die Frauen wählten ihren Partner aus und die Männer akzeptierten dies. Die sagten einfach nur, okay, du bist mein Schicksal. Ja, und die Frauen dürften auch entscheiden, ob sie Mutter werden oder nicht. Ne? Und das habe ich recherchiert, dass es tatsächlich so war bei, bei vielen indigenen Kulturen. Die finno-ugrischen Völker waren matriarchalisch, Mhm. auch viele andere indigene Kulturen waren matriarchalisch. Was ich jetzt neulich auch gelesen habe, bei Cherokee-Kultur, ähm, die hatten wirklich sehr außergewöhnliche Freiheiten, die Frauen. Ne? Mhm. Sie könnten wählen, ob sie Kriege gewinnen oder Ehefrauen werden wollten. Und wenn sie für die Ehe entschieden, waren sie es, die ihren Partner auswählten. Und sie könnten sogar eine Probezeit des Zusammenlebens verlangen, um zu beurteilen, ob er ein guter Versorger war. Und nach der Eheschließung hatten sie die Macht, die Scheidung einzuleiten, indem sie einfach die Hauptsächlichkeiten ihres Mannes vor der Haus stellten. Also echt krass. Mhm. Und ja, in Sibirien und Pakistan gibt es ja auch diese Kalash-Kultur und die haben es auch so ähnlich. Das ist wirklich sehr interessant. Was glaubst du, was passiert ist, wie wir von Matriarchat zu Patriarchat gekommen sind? Ja, das war so ein, ich glaube, früher in Ägypten, ne? Oder Sumerern. Also da kam es dann zu diesem Kriegskult Mhm. von Mars. Und da, da würden die Frauen halt nicht mehr so beehrt, sondern mehr diese äh, Krieger halt und dann kam es näher zum Mann, Mhm. Patriarchat. Ja, wir brauchen heutzutage unbedingt mehr Weiblichkeit. Ja, so weich
Weich Weichheit, Weiblichkeit, ne? Ja. Und es hat auch nichts mit diesem Feminismus zu tun eigentlich, ne? Mhm. Wie es heutzutage ist. So. Ja, das hat uns eher geschadet, Ja, diese ganze Verdrehung und ja. Ja, was wünschst du dir für die Zukunft von Boxsaga? ähm, ja, ich wünsche mir, dass diejenigen, die danach suchen, es auch finden. Und, und ich wünsche mir auch, dass solche Mythen und Sagen weiterhin existieren. Ne? Mhm. Und ja, man sagt ja, dass die Mythen ähm, Mischungen aus Fantasie und Geschichte sind. Aber ich sehe das dann eigentlich so, dass da viel mehr Wahrheit drin steckt, als man denkt. Mhm. Und ja, es sind so wie kleine Hinweise, ähm, und wenn man die alle Hinweise zusammenführt, erkennt man das gesamte Bild. Dann hat man so eine Schatzkarte und das ist aber so, dass man den größten Satz nicht in dem Kennen-Tempel findet, Mhm. sondern es ist viel mehr in uns. Also wir selbst sind der Tempel und der Schatz liegt in uns. Schön gesagt, Tyra. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, schön. Dann bedanke ich mich für das Gespräch Ja, und schön. wenn du Lust hast, dann würde ich dich gern einladen. Wir würden uns gern mal als Weiberstammtisch gern treffen mit mehreren Frauen und dann einfach unterschiedliche Themen besprechen. Und wenn du da Lust hast, dann würde ich mich freuen, wenn du da auch mit dazu kommst. Gerne. Genau. Und ja, vielen Dank für das Ja, Gespräch. danke. Beneath the boundless sky, the voyage carries on. The dragons of the